Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu einem Q&A zu den Themen Minimalismus, Loslassen und Spiritualität. Ich denke sogar in dieser Reihenfolge. Ich versuche euch mal unten in die Infobox zu schreiben, ab welcher Minute ich ungefähr über welches Thema schreibe, auch wenn natürlich alles so ein bisschen zusammenhängt. Und ich hoffe, dass ich alle wichtigen Fragen auch im richtigen Blog sozusagen beantworte. Und dann würde ich sagen, holt euch ein leckeres Heißgetränk, beziehungsweise ihr seid ja im Frühling, also vielleicht habt ihr ja sogar Bock auf eine Limo oder irgendwas oder einen Saft. Und ich habe meinen Kaffee hier. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den ersten Fragen. Nach dem Kofferverlust wirst du das ein oder andere als Reserve holen. Falls ihr das verpasst habt, verlinke ich euch hier oben mal den Vlog aus Kanada. Da sind nämlich unsere Koffer erst nach 3 Tagen angekommen. Und wir dachten, beziehungsweise wir wussten nicht, wo sie sind. Und es wäre im Bereich des Möglichen gewesen, dass die Sachen für immer weg sind. Ist echt eine interessante Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das nicht als Anlass nehme, mir irgendwelche Reserven zu holen. Ich habe inzwischen schon mehr Reserven, als ich zu meiner noch minimalistischeren Zeit in Deutschland und am Anfang hier hatte. Aber nur bei Gegenständen, was los jetzt? Nur bei Gegenständen, die Verbrauchsgegenstände sind. Also zum Beispiel, lasst mich überlegen, Shampoo, Zahnpasta, solche Sachen. Einfach weil ich da sehr bestimmte Marken bevorzuge und in Chile manchmal aus irgendeinem Grund Sachen ausverkauft sind. Deswegen habe ich angefangen, so die allerwichtigsten Sachen einmal in Reserve zu Hause zu haben, was ich früher gar nicht hatte. Zahnseide zum Beispiel auch. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, Reserven anzuhäufen bei den Lieblingsgegenständen. Ich habe ja darüber gesprochen, was mich richtig doll genervt hätte, was weg gewesen wäre. Zum Beispiel eine super gute Nagelschere, die ich von meiner Uroma noch habe. Da kann ich mir keine Reserve anlegen, weil die wird wahrscheinlich gar nicht mehr verkauft. Das gleiche, das BD wäre weg gewesen. Das gibt es nur in Deutschland beim DM, das von Happy Po, das kann ich hier in Chile nicht kaufen. Würde ich mir aber auch kein zweites holen, weil es irgendwie auch keinen Sinn macht. Also Cuenta corto. Nein, ich hole mir deshalb nicht jetzt mehr Reserven. Ich werde aber vielleicht in Zukunft ein bisschen anders packen und ein paar mehr Sachen ins Handgepäck nehmen. In welchem Bereich merkst du, dass du wieder anfängst zu sammeln und warum stört dich das? Also eigentlich sammle ich in keinem Bereich so richtig, wenn ich drüber nachdenke. Das Einzige, was bei mir wieder deutlich zugenommen hat, ist das Thema Kleidung. Aber das habe ich euch im Video von Mittwoch erklärt. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das gerne noch anschauen. Da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, wie das Ganze hier klimatisch ist und warum ich mir deshalb wieder mehr Kleidung gekauft habe. Also klimatisch in dem Sinne, wie die Temperaturen und Wetterbedingungen hier in Chile sind. Spannende Frage. Was hättest du auf deiner Minimalismusreise rückblickend anders gemacht? Mega spannend und wenn ich so drüber nachdenke, ehrlich gesagt glaube ich gar nichts. Im Nachhinein denke ich mir vielleicht so, das ein oder andere hättest du auch viel schneller oder früher loslassen können. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich dieses Minimalismus-Spiel ein paar Mal gespielt habe. Also am ersten Tag eine Sache aussortiert, am zweiten 2, am dritten 3 und so weiter und so fort. Ich habe so oft Sachen dann in der Hand gehabt, oft einen Monat lang jeden Tag. Am Ende, am 30. Tag habe ich sie dann irgendwie doch losgelassen oder bei der zweiten Runde oder bei der dritten Runde, wo ich vorher so arg gehadert habe. Und das waren vor allen Dingen auch so Erinnerungsgegenstände oder Geschenke oder so. Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich das früher loslassen können, aber es ist einfach Teil des Prozesses. Und das alles ist wirklich ein Learning und man lernt dabei so viel über sich selber, dass ich im Nachhinein finde, dass wirklich jeder einzelne von den Schritten wertvoll war für meine Entwicklung und ich möchte auch nichts davon missen. Aber ich bereue keinen einzigen Gegenstand aussortiert zu haben, also es gibt nichts, wo ich sage, oh, hättest du das mal behalten. Und ich bereue auch nicht, dass ich irgendwas mit hierher gebracht habe. Und es gibt eigentlich auch nicht wirklich Fehlkäufe hier, außer dass vielleicht meine Sache relativ schnell kaputt gegangen ist. Das heißt, dass halt die Qualität einfach schlechter war, als wir das im Laden beurteilen konnten. Aber so richtig, dass ich jetzt sage, ich habe mir zum Beispiel ein Ballkleid gekauft und habe es nie angehabt oder sowas, ist nicht passiert. Dann die Frage, wie viele Dinge ich aktuell habe. Und ich glaube, da gab es noch eine zweite Frage irgendwo, die ich gerade nicht finde. Wie viele Sachen besitzt du gerade? Ist es wieder mehr geworden und interessiert dich Minimalismus noch so wie früher? Ich habe aktuell keine Liste von all meinen Gegenständen. Also ich habe natürlich noch die Liste, die ich gemacht habe, als ich hier eingezogen bin, aber ich habe nicht mehr ein Buch darüber geführt, wie viel es ist. Und ich mache momentan nicht mehr diese monatlichen In-and-Out-Bilanzen. Das möchte ich aber eigentlich wieder anfangen.
Ich überlege, nochmal zu zählen beim Umzug. Das war auch eine Frage, ob sie das richtig verstanden hat, dass wir umziehen. Ja, wir ziehen im Juni um, denn unser Mietvertrag wurde gekündigt. Wir warten immer noch auf die Unterschrift für den neuen Mietvertrag. Es ist immer noch nicht sicher, also drückt weiterhin die Daumen, dass alles klappt. Auch, dass sich zeitlich alles ausgeht und so, weil es ein bisschen knapp wird. Egal, das erzähle ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Jedenfalls steht ein Umzug an und das bedeutet natürlich, dass es durchaus Sinn machen würde, in diesem Zuge zu zählen, wenn ich zählen will. Und auch auszusortieren, das war auch eine Frage, ob ich beim Umzug aussortieren will. Ich will auf jeden Fall aussortieren. Ich werde auch alles selber einpacken. Wir haben überlegt, ob wir ein Umzugsunternehmen diesmal beauftragen. Wir werden auch eins beauftragen für die Möbel, denn wir ziehen ja zum Beispiel auch die Couch um, das Bett, den Kühlschrank, die Waschmaschine und so weiter und so fort. Und wir haben ja kein eigenes Auto und die Infrastruktur ist hier ein bisschen eine andere. Service ist außerdem auch günstiger. Deswegen werden wir es dieses Mal mit einem Umzugsunternehmen machen. Allerdings werde ich die Sachen selber einpacken. Es gibt hier nämlich auch Umzugsunternehmen, die die Sachen für einen einpacken. Aber ich habe jetzt mit einer Freundin gesprochen, die meinte so, kann schon mal passieren, dass dann was wegkommt oder halt dann doch kaputt geht oder so. Deswegen glaube ich, packe ich es lieber selber ein, übernehme selber die Verantwortung dafür, wenn was nicht gut genug eingepackt ist. Also damit meine ich jetzt wirklich auch das Geschirr und so. Vielleicht fahre ich das dann auch selber mit einem Leihwagen. Mal gucken. Jedenfalls, wenn ich alles selber einpacke, dann kann ich es auch selber aussortieren und selber zählen. Und das Tolle an der Sache ist ja, dass ich sowas grundsätzlich total liebe. Ich habe da richtig Bock drauf, ich werde das richtig genießen und ich habe auch vor, richtig viele Videos zu machen, vielleicht sogar über jedes Zimmer einzeln. Aber das kommt natürlich dann drauf an, wie unser Zeitplan ist, weil ich kann nicht, jetzt haben wir, was weiß ich, 4, 5 Zimmer, an Tag 1 Zimmer 1 einpacken, aber erst an Tag 6 umziehen. Also ich kann ja nicht unsere Küche einpacken und erst 6 Tage später umziehen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Klar kann ich irgendwie schon ein paar Sachen einpacken, aber es geht nicht alles so sauber. Ja, egal. Jedenfalls, ich will wieder mir auf jeden Fall einen Überblick verschaffen und ich möchte nach dem Umzug auch wieder eine In-and-Out-Bilanz anfangen, wobei wahrscheinlich noch nicht im Juni und noch nicht im Juli, weil wir dann wahrscheinlich auch streichen lassen und so weiter und so fort und vielleicht ein paar Dekorationen an der Wand anbringen. Ich möchte mir dieses Mal noch mehr Mühe geben mit der Einrichtung. Diese Wohnung hier war so ein richtig gutes Learning für mich, weil hier ist alles extrem minimalistisch eingerichtet, also alle Wände sind weiß, die meisten Bilder, so wie diese hier, nein, jetzt, Schluss. Die meisten Bilder, so wie die hier zum Beispiel, habe ich selber gemacht. Wir haben 3 Spiegel insgesamt in der Wohnung und ein Bild, das da hängt, haben wir gekauft, genauso wie eine Holzmaske. Und ansonsten haben wir keine Deko außer Pflanzen. In unserem neuen Zuhause möchte ich mich ein bisschen wohnlicher fühlen. Ich fand's, sagen wir mal so, ich habe mich ein bisschen mit Einrichtungen beschäftigt. Ich möchte nicht unbedingt mehr Teile in der Wohnung haben, aber ich habe einfach beim Recherchieren festgestellt, dass man vor allen Dingen mit Farben an den Wänden, mit Tapeten oder mit Holzpaneelen oder sowas, eine sehr viel wohnlichere, gemütlichere Atmosphäre schaffen kann, ohne dass man mehr Gegenstände hat, die man abstauben muss. Und das ist mein Ziel für unser neues Zuhause, dass ich es gemütlicher mache, ohne sozusagen mehr Möbel in dem Sinne oder Dekorationsgegenstände in dem Sinne reinzuholen. Mein Holzpanel an der Wand ist auch irgendwo ein Dekorationsgegenstand, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie einmal die Woche abgestaubt werden muss. Trotzdem werden auf jeden Fall noch Möbel einziehen, weil wir keinen Esstisch und keine Stühle haben. Das werden wir, wenn es klappt, da wo wir hinwollen, werde ich das kaufen müssen oder wir. Genauso wie Lampen, also auch die Deckenlampen, da sind in dem Fall keine drin. Ich meine, das ist in Deutschland normal, aber hier in Chile eigentlich nicht. Aber egal, ich erzähle euch alles im Detail, wenn es soweit ist. Ich will jetzt da nicht zu weit ausschweifen. Umzugscontent kommt dann auf jeden Fall nächsten Monat. Wie gehst du mit Fehlkäufen in Chile um? In Deutschland konntest du das theoretisch einfach auf diversen Second-Hand-Plattformen anbieten. In Chile hast du diese Möglichkeit ja eher nicht, oder? Also es gibt hier nicht so richtig sowas wie Vinted. Also inzwischen habe ich Online-Plattformen gesehen. Allerdings funktioniert das ein bisschen anders und es ist irgendwie sehr viel komplizierter und die Gewinnspanne, also man hat es selber nicht so in der Hand und alles. Ja, es ist nicht so einfach, vielleicht auch, weil ich noch nicht alles richtig verstehe oder weil es mir nicht so eingängig ist. In Deutschland ist es ja irgendwie total easy, wenn man sich Vinted runterlädt oder eBay Kleinanzeigen. Als Deutscher versteht man instant, wie das alles funktioniert. Hier in Chile habe ich da irgendwie total viele offene Fragen bei sowas. Ich wüsste jetzt auch gar nicht,
wie ich hier ein Päckchen verschicke, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man in Chile ein Päckchen verschickt. Oder ob ich dann der Person meine Adresse gebe, aber dann taucht die hier auf und das will ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ja, egal. Also es ist hier nicht so einfach für mich. Ich würde jetzt inzwischen nicht mehr ausschließen, dass es gar nicht geht. Von Freunden weiß ich, dass die hauptsächlich Facebook Marketplace benutzen, um Sachen zu verkaufen, was ja so ähnlich ist wie eBay Kleinanzeigen. Obwohl es irgendwie... Also da sind richtig seltsame Sachen drin hier. Also was ich bis jetzt gemacht habe mit Sachen, die ich quasi aussortiert habe, aber die kein Müll sind, sondern die man eigentlich noch benutzen könnte, die habe ich alle in so einer Papiertüte in meinem Schrank stehen. Also Gott sei Dank ist das nur quasi eine so eine normale Papiertüte irgendwie halb voll. Da sind zum Beispiel diese Schuhe drin, die Loafer, die ich gekauft hatte letztes Jahr, die mir einfach dermaßen Blasen machen, dass es unmöglich ist, die anzuziehen, obwohl ich alles Mögliche versucht habe. Die möchte ich eigentlich auf jeden Fall verkaufen, weil die waren nicht günstig. Ja, da sind so ein paar Sachen auch drin, die ich geschenkt bekommen habe, aber für die ich keinen Verwendungszweck habe. Das sind aber oft so Sachen, die sind nicht mal einen Euro wert. Und dann frage ich mich halt schon, ob es das wert ist, das in Facebook Marketplace reinzustellen und dann hier irgendwie auf eine Person zu warten, die das abholt und dann wird vielleicht noch nachverhandelt und so. Also so ganz auf den grünen Zweig bin ich dann noch nicht gekommen. Mal gucken, ich muss mich auf jeden Fall dann mal damit auseinandersetzen, wenn ich einen größeren Haufen an aussortierten Sachen habe. Schneuzpause, immer noch erkältet. Ach, meine Nase ist auch immer noch total rot. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir zum Thema Loslassen. Das hat natürlich auch irgendwo was mit Minimalismus zu tun, aber ich habe das so gemeint und ihr habt das auch so verstanden, dass es mehr um gedankliche Konzepte und solche Sachen geht. Loslassen von negativen Gedanken, wie machst du das? Also negative Gedanken, da gibt es ja verschiedene Arten von. Es kommt ein bisschen darauf an, um was für negative Gedanken es genau geht. Meistens hat es was mit Angst zu tun. Also zumindest bei mir, das kann bei anderen vielleicht anders sein, aber negative Gedanken sind zum Beispiel, wenn ich einen Termin habe und ich muss irgendwas machen dort, was ich noch nie gemacht habe für jemand anders. Zum Beispiel die Situation hatte ich jetzt letztens, weil ich ja angefangen habe, für das Institut zu arbeiten und ich dort natürlich auch neue Sachen lernen muss. Unter anderem muss ich jetzt ein bisschen was auf deren Homepage machen, die in HTML ist und ich eigentlich nicht programmieren kann. Aber egal. Die Sache ist, ich überlege mir, was ist der Grund für diese negativen Gedanken. Also meistens kann ich erkennen, okay, es ist die Angst und dann überlege ich mir, wovor habe ich Angst, was könnte im schlimmsten Fall passieren und was kann ich tun, um mir selbst diese Angst zu nehmen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel in dem Fall, mir wurde jetzt grob erklärt, wie das geht. Den Gedanken, den ich mir jetzt mache, ist, ich weiß, wie ich eine Unterseite auf der Homepage erstellen kann, ohne gleich die ganze Homepage zu ruinieren und ohne, dass es gleich sichtbar ist für die Besucher auf der Homepage. Und was mich außerdem beruhigt, ist, dass mir die Person, die bisher dafür verantwortlich war, mir ihre Hilfe angeboten hat, in dem Sinne, dass ich jederzeit in WhatsApp sozusagen mich melden kann, beziehungsweise wir haben sogar ausgemacht, dass wenn ich mich dran setze und tatsächlich das erste Mal einen Beitrag dort poste und schreibe sozusagen, dass ich dann vorher ihm Bescheid sage und sage, pass auf, die nächste Stunde werde ich daran arbeiten, bist du gerade available, falls Notfall, dass du eingreifen kannst. Und mit solchen Maßnahmen kann man das dann irgendwie eindämmen und ein bisschen greifbarer machen, das Risiko. Das war jetzt ein sehr spezifisches Beispiel aus meinem Leben, aber das kann man eigentlich für alles anwenden. Also die Schritte wären, sich zu überlegen, woher kommen diese negativen Gedanken, also was ist die Grundsorge dahinter, was ist der Worst Case, also wovor habe ich eigentlich Angst und welche Maßnahmen oder welche Hilfe kann ich mir holen, damit ich den Worst Case verhindere oder mich selbst beruhige sozusagen. Also Risikominimierung. Dann wurde ich gefragt, wie ich Lebenspläne loslasse, wenn diese über den Haufen geworfen werden. Also zum Beispiel Vorstellungen, Erwartungen und Pläne, die sich dann nicht verwirklichen lassen. Grundsätzlich habe ich persönlich, das mag aber bei euch natürlich ein bisschen anders sein oder bei jeder Person, ich habe ein totales, in Anführungszeichen, Gottvertrauen. Also ich habe oder Urvertrauen nennt man das, glaube ich, eigentlich. Das heißt, ich bin grundsätzlich Optimistin und ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn was nicht klappt, dann hat es den Grund, dass hinterher was Besseres klappt. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und die Sachen, die mir so ein bisschen nachgegangen sind, weil die nicht geklappt haben, da bin ich inzwischen so froh drüber, dass sie nicht geklappt haben, weil Jahre später konnte ich deswegen einen ganz anderen Lebensweg einschlagen. Und das hätte ich damals natürlich nie gewusst, aber jetzt, ein paar Jahre später, bin ich froh drüber. Und deswegen habe ich so ein grundsätzliches Vertrauen, dass auch wenn jetzt was nicht klappt und ich eigentlich voll traurig bin,
dass es für irgendwas gut ist sozusagen. Also ich weiß nicht, ob das hilft, wenn wirklich eine offensichtlich gute Sache richtig schlimm zerbricht. Also wenn man zum Beispiel, man hatte ein Sabbatical geplant und hat schon alles gebucht, alles ist super. Und dann kommt die Pandemie und man kann das nicht umsetzen. Das ist natürlich ein richtiger Schlag und ich kann verstehen, dass es da schwerfällt, irgendwie was Positives dran zu finden. In dem Fall, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, ist mir sowas noch nicht passiert, sowas richtig, richtig Schlimmes. Aber manchmal muss man vielleicht auch einfach akzeptieren, dass schlimme Dinge passieren und dass man nicht alles selber in der Hand hat. Und dass es nichts gibt, was man in dem Fall machen kann und dass es besser ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man noch in der Hand hat und mit der verbliebenen Zeit oder Energie oder Geld oder um welche Ressource es dann auch immer geht, das Beste für einen draus macht. Das ist zwar ein geringerer Trost als die erste Herangehensweise, aber das wäre zumindest meine Herangehensweise. Also eine Zauberformel habe ich dafür leider auch nicht. Zum Thema Loslassen. Ich stelle es mir schwierig vor, seine Heimat, Freunde und generell die Umgebung und das soziale Umfeld zu verlassen. Wie konntest du dich davon lösen? Da habe ich, glaube ich, keine sehr befriedigende Antwort, denn tatsächlich fällt mir sowas relativ leicht. Ich bin schon immer eher so ein Wandersmann gewesen. Ich bin ja irgendwie auch zwischen zwei Welten aufgewachsen. Ich war immer die Hälfte, also 6 Wochen bei meiner Mutter in Bayern, dann 6 Wochen bei meinem Vater an der Nordsee und bin immer hin und her getingelt. Das heißt, ich hatte immer diese 2 Parallelleben und ich bin total daran gewöhnt, sein Umfeld und sein Leben in Anführungszeichen zurückzulassen. Deswegen fand ich das persönlich jetzt nicht schlimm, weil mein Leben war schon immer so. Aber ich glaube, für andere Personen, die nicht so aufgewachsen sind, ist es, glaube ich, schon eine harte Nummer. Aber ich habe leider auch dafür kein Geheimrezept, keine Formel, einfach weil ich ein Mensch bin, dem sowas überhaupt nicht schwerfällt. Ich fühle mich da immer ein bisschen gefühlslos, wenn ich sowas gefragt werde und die Leute eigentlich erwarten, dass man sagt, so, oh, das war das Allerschlimmste und ich habe so Heimweh und ich habe geweint oder was auch immer, aber ja, was soll ich dazu sagen? So bin ich einfach nicht. Ich bin gefühlslos. Dann wurde ich gefragt nach Tipps zum Loslassen, nicht im materiellen Sinne, sondern eher von bestimmten Lebensabschnitten oder Personen. Also ich bin ja gerade schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, aber gerade wenn wir jetzt über Personen sprechen, dann sprechen wir ja wahrscheinlich von Verflossenen, also von Beziehungen, die geendet haben. Und da hatte ich auch meinen Fair Share an Liebeskummer in meinem Leben. Ich hatte zu einer ganz kritischen Zeit meines Lebens eine On-Off-Beziehung, die ungefähr 2 Jahre ging und die mich richtig kaputt gemacht hat. Jedenfalls, irgendwann habe ich einen Schlussstrich gezogen und ich habe dann meine Einstellung so ein bisschen geändert. Vorher hatte ich immer die Einstellung so, ja, wenn er sich ändert, dann wird es vielleicht doch was und dies, das und so. Und habe einfach nicht richtig losgelassen. Auch wenn wir uns quasi jedes Wochenende wieder getrennt haben, wusste ich doch irgendwie immer so ein bisschen, ja, er kommt eh zurück und dies, das und es wird schon und irgendwann wird es besser. Und deswegen war ich mental so sehr gefangen in dieser Beziehung. Aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, dass ich einfach dankbar sein kann für das, was ich mit ihm hatte, für das, was war, für die positiven Momente und Erfahrungen, aber dass es einfach nicht weitergeht. Und dass positive Erinnerungen aus der Vergangenheit mehr wert sind als eine schlechte Zukunft mit der gleichen Person. Und als ich das verstanden habe, hat es wirklich Klick gemacht und von einem Tag auf den anderen war die Sache für mich vorbei. Und es gab keine Rückfälle mehr. Wie hast du losgelassen? Welche Themen haben dich konkret beschäftigt, die du loslassen wolltest und losgelassen hast? Also wovon ich ganz viel losgelassen habe, sind Glaubenssätze meiner Eltern bezüglich verschiedenster Dinge. Also bezüglich Finanzen, dass es nie genug Geld gibt, dass egal wie hart man arbeitet, man immer irgendwie an der Grenze zur Armut kratzt und dass Geld oder das Wirtschaftssystem unfair ist und dass nur böse Leute viel Geld haben. Ja, all solche Sachen, das habe ich alles losgelassen. Auch Glaubenssätze darüber, wie Beziehungen sind, wie Männer sind, weil ich hatte ein extrem schlechtes Männerbild. Und habe entsprechend auch die nicht so tollen Männer angezogen eine Zeit lang. Das habe ich komplett losgelassen. Also ich bin in einer superglücklichen, funktionierenden Ehe, wofür ich sehr dankbar bin und sehr viel Glück habe mit meinem Partner. Ich habe ein negatives Körperbild losgelassen. Ich bin immer noch dabei, geringes Selbstwertgefühl loszulassen
in Bezug auf meine Arbeitsleistung. Also ich habe immer noch, naja, komplexe würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Arbeitsleistung nicht gut genug ist, um was zu erreichen. Daran arbeite ich. Und jetzt die Frage, wie habe ich das losgelassen? Also der erste Schritt ist überhaupt zu erkennen, dass man solche Glaubenssätze hat, die einen selber einschränken, dass man sich selbst sein eigenes Gefängnis baut. Das habe ich ganz intensiv gemacht mit Shadowwork, da habe ich auch verschiedene Videos dazu gemacht. Das funktioniert so, dass man sich einfach ganz gezielt sehr schmerzhafte Fragen stellt und die Antworten dann einfach im Tagebuchstil ausschreibt und das dann täglich macht, phasenweise. Zum Beispiel Fragenkatalog über Finanzen, 10 Fragen, 10 Tage oder so. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Könnt ihr gerne mal gucken. Ich glaube, es gibt bestimmt eine Playlist Shadowwork auf meinem Kanal. Ja, und dann einfach auch in der Zukunft sich selber immer wieder dabei zu ertappen und gezielt zu versuchen, sich selber neue Glaubenssätze beizubringen. Das funktioniert zum Beispiel auch über Affirmations. Also entweder man sagt sich das selber vor oder auch im schriftlichen Sinne, dass man es immer wieder aufschreibt. Ich meine, das ist jetzt eine sehr kurze, knackige Erklärung, aber im Endeffekt ist es das, was ich gemacht habe und auch das, was für mich funktioniert. Und dann würde ich sagen, schlagen wir auch gleich das Rad zum Thema Spiritualität, denn da sind wir jetzt schon ziemlich nah dran mit Shadowwork und so weiter und Affirmationen. Denn damit fing das ganze Thema bei mir auch so ein bisschen an und ich gucke mir jetzt mal an, was ihr für Fragen zu diesem Thema habt. Mich würde interessieren, inwiefern Spiritualität für dich Grenzen hat. Zum Beispiel was Edelsteine, Reiki oder Homöopathie angeht. Die Frage hat auch ziemlich viele Daumen nach oben bekommen, also das scheint euch zu interessieren. Ich habe auch irgendwo noch eine ähnliche Frage, also nicht eine ähnliche Frage, sondern die andere Frage lautet, mich würde interessieren, ob du auch kritische Literatur wie zum Beispiel Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik liest, beziehungsweise dir vorstellen könntest, das zu lesen und das Thema von beiden Seiten zu beleuchten. Also was hat es dir persönlich gebracht und welche Gefahren bringt es auch? Also das sind ja 2 Fragen, die ich so interpretiere, dass die Person, die die Fragen gestellt hat, der Spiritualität eher kritisch gegenüberstehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also die Frage ist quasi, wo liegt meine Grenze und bin ich bereit, auch Sachen nicht einfach nur anzunehmen, sondern sie auch kritisch zu betrachten. Mein Weg ist relativ einfach zu beschreiben. Ich lese Literatur über Spiritualität, die mir zusagt und ich nehme mir das daraus heraus, was sich für mich richtig anfühlt. Nur weil ich jetzt in Anführungszeichen mich mit Spiritualität beschäftige, heißt das nicht, dass ich gezielt lerne über alle Unterbereiche, die es in der Spiritualität gibt. Also womit ich mich gar nicht beschäftige, ist Esoterik zum Beispiel. Reiki auch noch nie irgendwas drüber gelesen. Werde ich auch nicht lesen, einfach weil es mich nicht interessiert. Das heißt, es gibt einfach Themen, die sprechen mich an und dann versuche ich darüber zu lernen. Und im Moment ist es die weibliche Energie, beziehungsweise das Gleichgewicht der Energien sozusagen. Am Anfang war es eher das Thema Manifestation. Manifestation habe ich jetzt alles in Anführungszeichen gelernt, was ich lernen wollte. Ich lese jetzt gerade keine Bücher mehr darüber, sondern lese halt Bücher über weibliche Energie. Das Erwachen von Shakti und so. Und wenn ich damit in Anführungszeichen fertig bin und das Gefühl habe, ich weiß alles, was ich darüber wissen will, dann gehe ich zum nächsten Thema. Und das könnten dann zum Beispiel Edelsteine sein. Dann lese ich vielleicht ein paar Bücher über Edelsteine. Und dann bewege ich mich wieder irgendwo anders hin. Also was ich nicht habe, ist diese Tabelle an Unterthemen der Spiritualität und da arbeite ich mich durch und dann sage ich so, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und ich denke auch, dass da jeder für sich das Beste rauspicken sollte und das ist auch das Schöne für mich an der Spiritualität im Gegensatz zu Weltreligionen, dass es eben nicht dieses vorgeschriebene Muster an Verhaltensregeln gibt oder an Glaubenssätzen oder an Praktiken, sondern jeder kann es für sich in sein Leben integrieren, genau in dem Maße, in dem es sich richtig anfühlt. Und die Grenze zu, wo es ins Negative umschlägt, ist für mich ganz klar da, wo das Thema dogmatisiert wird, wo Extremismus anfängt, wo in die Freiheitsbereiche von anderen Personen eingegriffen wird, wo versucht wird, andere Leute zu bekehren, wo unlauterer Umsatz oder wie sagt man da, wo halt Geld damit gemacht wird, ohne dass da wirklich ein Mehrwert dahinter ist. Also ich finde schon, dass Personen, die in diesem Bereich arbeiten,
auch eine Berechtigung dafür haben, Geld für ihre Arbeit zu verlangen, aber alles natürlich in seinem Maße. Ich meine, solange sich jemand findet, der das bezahlt, dann kann man natürlich sagen, selber schuld, aber es gibt natürlich diese Grenze zum Betrug, wenn die überschritten wird, auf alle Fälle. Aber die ganz harte Grenze ist für mich wirklich die Freiheit der anderen und wo halt begonnen wird, auf andere Einfluss zu nehmen, ohne dass sie es wollen. Da sind für mich auf jeden Fall die Grenzen und wie gesagt, es gibt Sachen, die interessieren mich einfach und welche, die interessieren mich nicht. Von dem her, innerhalb der Spiritualität gibt es da für mich jetzt keine Grenzen. Ich verurteile niemanden, der jetzt irgendein Thema voll spannend findet, was ich nicht spannend finde. Bezüglich persönlicher Weiterentwicklung, das ist jetzt zwar nicht ganz Spiritualität, aber ich packe das jetzt mal hier mit rein. Womit würdest du empfehlen anzufangen? Und macht es deiner Meinung nach Sinn, sich eine Liste zu schreiben mit Dingen, an denen man arbeiten will und diese dann auch nach und nach abzuarbeiten? Also es gibt 2 Übungen, die ich immer empfehle und die ich in Videos ausführlich beschrieben habe. Und das erste ist die Current Me vs. Future Me Übung und das zweite ist die Pyramidenübung. Die kann ich euch gerne unten verlinken, die sind auch in meiner Zielsetzungs-Playlist. Diese beiden Übungen sind wirklich der Kern all meiner persönlichen Weiterentwicklung und die wiederhole ich jährlich, um mich weiterzuentwickeln und daraus leiten sich alle meine Maßnahmen ab. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich in diesen Videos. Denkst du, dass du spirituell erwacht bist? Wenn ja, wie war deine Erfahrung des Erwachens? Und ob ich mich mit einer Weltreligion identifiziere? Nein, ich identifiziere mich mit keiner Weltreligion und ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Also ich wurde natürlich getauft, so wie wahrscheinlich die meisten, und bin dann ausgetreten. Ich würde mich als spirituell erwacht bezeichnen, wobei es auch da verschiedene Definitionen gibt. Also manch einer sagt so, ja, man ist spirituell erwacht, wenn man sozusagen weiß, dass da noch mehr ist und seine Augen öffnet, beziehungsweise sein drittes Auge öffnet, kann man auch sagen. Also je nachdem, wie empfänglich man dann ist für so ein Wording und für solche Formulierungen. Es geht einfach darum, dass man mehr wahrnimmt und achtsamer ist und auch so ein bisschen Gefühl für Energien bekommt, die da sind und nicht einfach nur quasi so taub lebt sozusagen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, das genauer zu erklären. Es gibt auch Leute, die das viel besser erklären können als ich, denn ich bin definitiv kein Spiritualitätsguru, ich bin selber am Lernen. Jedenfalls gibt es dann auch noch die andere Art oder die genauere Art der Definition, in der Leute dieses spirituelle Erwachen in mehrere Schritte unterteilen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Schritte es sind, 5, 6 Schritte. Ich würde grundsätzlich sagen, ja, ich bin spirituell erwacht. Habe ich alle diese Schritte, die es in manchen Definitionen gibt, schon durch? Wahrscheinlich nicht. Also bin ich am Ende meines Erwachens angekommen? Ich denke nicht. Aber ist eine Veränderung da zu vorher? Ja, auf alle Fälle. Manche erleben dieses spirituelle Erwachen als sehr stark, sehr extrem und auch sehr schmerzhaft. Das hatte ich nicht so sehr, also ich hatte nicht so diesen einen Moment und ab dem war alles anders und ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen. Ich glaube, dass ich eigentlich schon seit meiner Kindheit relativ erwacht bin, bloß noch nie über das Wording oder das Konzept an sich gelernt habe. Das heißt irgendwie, ich habe das schon verstanden, aber ich konnte es nicht so richtig einordnen. Es hat ja auch jeder Autor und jede Person, die da irgendwie Content zu produziert, ihr eigenes Wording und ihre eigenen Begriffe und ihre eigenen Definitionen. Und ich habe einfach, weil das auch in meiner Familie und in meinem Umfeld gar nicht präsent war, überhaupt nicht die Begrifflichkeiten parat gehabt oder überhaupt nicht gewusst, wie das alles einzuordnen ist. Das habe ich dann nachträglich erst gelernt und das war jetzt sozusagen mein Erwachen im Erwachsenenalter, dass ich das überhaupt begriffen habe als Gesamtkonzept. Was natürlich bedeutet, dass es nicht so intensiv für mich war, weil es nicht so war, als hätte mir einer auf einmal die Augenklappe abgenommen und ich konnte sehen, sondern ich konnte vorher schon sehen. Ich wusste nur nicht genau, was ich da sehe. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Dann klingt das gerade völlig wild. Jedenfalls war es für mich ein langsamer Prozess, kein sehr intensiver Prozess, der wie gesagt weiterhin andauert und ich freue mich darauf weiterzulernen. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viel Zeit zum Lesen gehabt, also was Spiritualität angeht, ist Lesen wirklich mein bevorzugtes Lernmittel. Beziehungsweise ich habe am Anfang auch sehr viele YouTube-Videos geguckt. Das mache ich inzwischen gar nicht mehr, weil ich einfach gerade keine Person in YouTube habe, mit der ich so klicke, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also da ist gerade niemand, wo ich sage, so, wow, die Person ist voll toll und mit der kann ich mich voll identifizieren und so.
irgendwie sind die alle, die ich am Anfang mochte, in andere Richtungen irgendwie gegangen. Ja, deswegen lese ich gerade sehr gerne. Auch podcastmäßig habe ich am Anfang viel gehört und jetzt auch nicht mehr so. Aber es gibt eine lange Liste an Büchern, die ich auf jeden Fall noch lesen möchte. Und ich lese ja auch nicht ausschließlich über Spiritualität gerade. Ich lese auch über andere Themen noch. Also ich lese auch mal ein Finanzbuch oder was auch immer. Und deswegen ist meine Zeit immer irgendwie so ein bisschen beschränkt und meine in Anführungszeichen Weiterentwicklung oder sagen wir mal Weiterbildung vielleicht in diesem Bereich ist nicht ganz so schnell, wie sie sein könnte, was auch nicht schlimm ist, weil es einfach ein privates Hobby ist, mehr oder weniger, ein privates Interesse und da geht es nicht um Leistung und um Schnelligkeit und ums schnell ankommen. Und es geht darum, den Prozess zu genießen und immer mal wieder regelmäßig eine kleine Erleuchtung zu haben. So, dieses Video ist super, super lang. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns am Mittwoch wieder in einem Video, in dem ich versuche, wieder eine Woche lang, nein, das war irgendwie falsch formuliert. Im nächsten Video versuche ich eine Morgenroutine zu bilden, die mir dabei hilft, meinen Tag produktiver zu gestalten. Bin gerade dabei, dieses Video zu filmen, also mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen fantastischen Sonntag, genießt die freie Zeit und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann!